Willkommen zu Sinomeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Unsere Videoreihe mit dem Ziel, Themen rund um die Sinomerik leicht und praxisgerecht mit wenig Zeitaufwand zu erklären. Heute mit dem Thema effektive Mehrfachaufspannung beim Fräsen. Diese Themen beinhalten einerseits die Grundlagen zur Mehrfachaufspannung, dann die Mehrfachaufspannung in der Anwendung und natürlich, wie wird das Ganze mit der Sinomeric Operate realisiert. Und natürlich gibt es auch wieder einen Praxisteil an unserem Bearbeitungszentrum mit der Sinomeric 828D. Eine Voraussetzung für die Produktivität in der Fertigung ist die optimale Ausnutzung des Maschinenraumes, sprich des Maschinentisches. Und hier sieht man in dem Bild als in dem Fall Negativbeispiel, wie es nicht sein soll. Im Gegensatz hierzu, Dreifachaufspannung, schon sichtbar eine optimale oder zumindest eine bessere Ausnutzung des Maschinenraumes, um im Zuge der optimalen Fertigung dann eine höhere Produktivität zu erzielen. Die Animation veranschaulicht die herkömmliche Art der Programmierung und Bearbeitung. Das heißt, wir haben hier drei identische Bauteile und jedes Bauteil beinhaltet drei unterschiedliche Bearbeitungsoperationen. Dies bedeutet, dass pro Bauteil dreimal ein Werkzeugwechsel erfolgen muss, weil die Bearbeitung von einem zum anderen Teil immer wieder nachträglich erfolgt oder zusätzlich. In der schematischen Darstellung sieht man im oberen Teil die herkömmliche Art der Bearbeitung. Drei identische Werkstücke mit jeweils drei Bearbeitungen und hierbei wird die eine Bearbeitung einfach auf das andere Teil immer wieder adaptiert. Und da haben wir bei drei Werkstücken, drei Bearbeitungen eine Multiplikation auf 9 Werkzeugwechsel. Dies ist ineffektiv. Die erstrebenswertere Variante, die effektive Variante, ist, wie im unteren Teil zu sehen, drei identische Werkstücke und auch drei unterschiedliche Bearbeitungen, aber nur 3 Werkzeugwechsel. Dies reduziert die Nebenzeiten der Maschine. Eine Art der Umsetzung dieser effektiven Variante ist die Ausgabe aus einem CAD-CAM-System und die Ausgabe im G-Code ergibt dann diese Programmsequenzen hier und jeder kann sich unschwer vorstellen, dass eine Änderung außerhalb der CAD-CAM-Umgebung nur sehr schwer möglich ist. Die Funktion zur Realisierung dieser effektiven Fertigungsvariante in Sinomeric Operate ist die Funktion Mehrfachaufspannung. Und hier sehen wir nochmal gegenübergestellt oben rechts die herkömmliche Variante und groß dargestellt links die Abfolge der Bearbeitungen nach der Optimierung der Werkzeugwechsel mit der Funktion Mehrfachaufspannung. Jeder Durchmesser steht stellvertretend für eine andere Bearbeitungsabfolge und man sieht, erst wird überall die kleine Bohrung gesetzt, dann die mittelgroße Bohrung und dann die große Bohrung. Und erst nachdem bei jedem Bauteil die Bearbeitungsabfolge beendet ist, erfolgt ein Werkzeugwechsel. Die Umsetzung dieser effektiven Fertigungsvariante in Sinomeric Operate sehen wir hier ein fertig generiertes Programm in ShopMill, kompakte Programmausgabe. Die Funktion Mehrfachaufspannung finden wir im Menüpunkt Programmmanager und nach Aktivierung der Funktion Mehrfachaufspannung öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem die Parameter eingegeben werden. Und wie das im Detail funktioniert, das zeigen wir dann noch ganz genau im Praxisteil. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen 2 Arten der Mehrfachaufspannung. Einmal der linearen Mehrfachaufspannung und einmal der rotationssymmetrischen Mehrfachaufspannung. Das sind sogenannte Wendespanner. Hierbei muss die Maschine über eine weitere zusätzliche Rotationsachse pro Wendespanner verfügen. Und dies garantiert eine sehr kompakte Spannung von Werkstücken, die auch effektiv in größeren Losgrößen gefertigt werden können. Wobei hierbei noch etwas Besonderes zu beachten ist. Wir benötigen für den Einsatz von Wendespannern einen zusätzlichen
kundenspezifischen Klemmzyklus für diese Rotationsachse, kurz Cast-Clamp genannt. Und dieser garantiert die Weitertaktung zum richtigen Zeitpunkt für die Rundachse. Hier ein kurzer Blick in diesen Cast-Clamp-Zyklus, in diesen benutzerdefinierten Spannzyklus. Man sieht, wenn man einen kurzen Blick hier reinwirft, sehr gut die einzelnen eingestellten und programmierten Gradzahlen. 180, 270, 90 Grad. Das ist nur der Trigger, der sogenannte Auslöser für die Achse, sich um die entsprechende Gradzahl weiterzudrehen. Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Dreh- und Schwenkzyklus der Sinomeric Operate mit dem Cycle 800. Der hat damit gar nichts zu tun. Und, ganz wichtig, wer den Cast-Clamp verwendet, muss sicherstellen, dass seine Maschine auch mit mindestens einer funktionsfähigen Rotationsachse geliefert und in Betrieb genommen wurde. Bevor wir gleich zur Praxis kommen, noch ein besonderes Highlight der Funktion Mehrfachaufspannung. Nicht nur gleiche Bauteile lassen sich effektiv fertigen. Das gleiche trifft natürlich auch für komplett unterschiedliche Bauteile zu. Und diese lassen sich genauso beliebig miteinander kombinieren und mit der Softwarefunktion Mehrfachaufspannung effektiv fertigen. Wir haben hier unsere Aufbauten, und zwar auf der rechten Seite einerseits die lineare Aufspannung, eine rein lineare Aufspannung, wo in diesem Fall 3 Werkstücke nebeneinander positioniert sind, die auch dann entsprechend so abgearbeitet werden. Auf der linken Seite haben wir eine sogenannte vierte Achse. Diese sogenannte Rotationsachse rotiert um die X-Achse herum und ist eine Kombination aus einerseits linearer Aufspannung, aber auch rotationssymmetrischer Aufspannung, wo auf äußerst kompakten Platzverhältnissen sehr effektiv noch mehr Werkstücke bearbeitet werden können. Wir beginnen mit der rein linearen Aufspannung und zwar ohne die Softwarefunktionalität der Optimierung durch die Mehrfachaufspannung. Später dann mit der Softwarefunktionalität, und so können wir die Unterschiede in der Abarbeitung, die Zeitersparnis und so weiter sehr gut sehen. Hier ist das Programm für dieses Bauteil. Hier werden die einzelnen Operationen nacheinander abgearbeitet und am Ende dann für die zweite bzw. für die dritte Aufspannung die beiden anderen Programme aufgerufen. Wie sieht das Ganze nun mit der Funktion Mehrfachaufspannung aus? Wir haben hier unser einzelnes Programm. Das können wir uns mal anschauen. Das ist eine reine Abfolge der Bearbeitungen, wie es bei einem einzelnen Werkstück ablaufen würde. Nun haben wir die Situation, dass wir in diesem Fall 3 Werkstücke fertigen und die Funktionalität Mehrfachaufspannung finden wir im Programmmanager. Wenn wir die Funktion anwählen, wird im ersten Fenster angegeben, wie viele Aufspannungen wir haben. 3. Und im zweiten Feld wird angegeben, was ist der erste Nullpunkt, wo das Programm beginnen soll, und dann darauf folgend die nächsten beiden. In unserem Beispiel G562, der zweite wäre 563 und der vierte ist dann automatisch 564. Hier in diesem Feld vergeben wir einen Namen für unser zu entstehendes, zu multiplizierendes Programm. Ja, und dann okay. Jetzt muss das Programm selektiert werden, welches wir vervielfältigen wollen, in dem Fall dieses. Und noch ein weiterer Vorteil, wir können sagen, auf alle Aufspannungen, das heißt, dass 3 gleiche Programme multipliziert werden. Wir können aber durchaus selbstverständlich auch komplett unterschiedliche Programme in die Optimierung einbeziehen. In diesem Fall auf alle Aufspannungen, und man sieht hier die einzelnen Nullpunkte, wo die 3 Programme bezeichnend platziert werden. Dann sagen wir OK und das Programm rechnet alles durch und optimiert in diesem Fall die Werkzeugwechsel. Und hier haben wir das neu entstandene Programm. Man sieht auch an der Dateigröße, es ist ca. verdreifacht.
und das Ganze sieht so aus. Wir haben hier im Prinzip die gleichen Abfolgen, nur optimiert in Hinsicht des Programmablaufs. Hier sind die einzelnen Informationen zwischen die Bearbeitungsfolgen platziert worden und damit ist das Programm für den Ablauf optimiert. Beginnen wir mit dem Abarbeiten ohne die Softwarefunktionalität Mehrfachaufspannung und schauen uns in der Praxis an, wie das Ganze abläuft. Die Anwahl des Programms und dann geht's los. Kommen wir nun von der rein linearen Bearbeitung mit Mehrfachaufspannung zur Kombination zwischen Linear- und Rotationsaufspannung. Hierbei erfolgt genau wie bei der rein linearen Aufspannung der gleiche Bearbeitungsablauf, nur mit wesentlich mehr Werkstücken. Und hierbei ist noch eine Besonderheit zu erwähnen und zu beachten. Da wir es hier mit einer Positionierung durch Drehung zu tun haben, müssen wir die Werkstücke aus diesen Positionen auch wieder in die Bearbeitungsposition bringen. Und das Ganze geschieht mit dem sogenannten Cast Clamp. Das ist ein benutzerdefinierter Zyklus, der aufgrund dieser Spannsituation zum Einsatz kommt, um zu einem bestimmten Zeitpunkt die vierte Achse weiter zu drehen. Der ist quasi ein Trigger, ein Auslöser, um die Rotation zu realisieren. Man markiert das Programm, was man vervielfältigen möchte und genau wie bei der rein linearen Aufspannung über die Funktion Mehrfachaufspannung. Es ist exakt die gleiche Vorgehensweise. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Anwahl und Türen schließen und Start drücken.
Wie in der Praxis zu sehen war, verringerte sich die Fertigungszeit ganz erheblich. Durch die reduzierte Anzahl von Werkzeugwechseln sanken die Nebenzeiten. Und wir haben es auch hier mit einem deutlich geringeren Programmieraufwand zu tun, um ein prozesssicheres und sehr komfortables Multiplizieren von Bearbeitungsprogrammen zu erhalten. Zu beachten ist hierbei allerdings, das Ganze funktioniert nur im Shop Mill und nicht in der G-Code-Programmierung bzw. im Program Guide. Das war's von uns zum Thema Mehrfachaufspannung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Siemens. Ingenuity for life.